Hi und willkommen zum ersten Battle Report im Jahr 2021 von Brushes and Chainswords. Wir spielen heute gegeneinander Death Guard gegen Flash Terrors. Und um kurz zu zeigen, was da so aufeinander zurennt, würde ich hier die Liste einmal durchgehen. Flash Terrors sind tatsächlich richtige Flash Terrors, geführt von meinem Captain in Terminator Armor. Der hat den Angel's Exemplar bekommen und Honored by the Arx Angelicum, das heißt, er hat die Visage of Death und er hat 2 Warlord Traits, Cretationborn und Sword of the Imperium. Außerdem trägt der gute Mann ein Relic Shield und ein Storm Shield und ein Relic Blade. Das heißt, hält gut durch, kann schön austeilen. Ich habe Gabriel Seth dabei, der ist nicht mein Warlord in diesem Fall. Liegt einfach daran, dass ich sonst die Vollausrüstung für den Captain nicht machen könnte, soweit ich das verstanden habe. Ich habe einen Sanguinary Priest dabei, der hat den Hero of the Chapter Trait bekommen, ist mein Chief Apothecary und natürlich der Selfless Healer. Außerdem sind hier dabei 3 Einheiten mit normalen Marines, alles Firstborn. Ich habe einmal einen Multimelter, einmal einen Raketenwerfer und einmal einen Heavy Bolter drin. Ansonsten sind die ausgerüstet, wie man sie sieht, die Sergeants jeweils mit einem Kettenschwert. Als Eliten habe ich einen Company Champion. Der hat das Blade of Triumph bekommen und ist natürlich Chapter Champion. Ich habe 2 Company-Veteranen dabei, die sind einfach so ein bisschen als Schutz für meine Charaktere gedacht durch ihre Sonderregel. Ich habe 5 mal Todeskompanie dabei, das ist recht wenig, aber die kosten halt auch gut Geld und 5 Leute können genug Schaden anrichten, theoretisch mit 4 Hämmern. Außerdem 5 Relic Terminators, die sind mit einer Reaper Autocannon ausgerüstet, mit einem Granatwerfer und einem Plasma Blaster. Der ganze Rest ist what you see is what you get, das heißt, alle haben Kettenfäuste und der Sergeant hat ein Energieschwert. Ich habe außerdem einen Terminator Assault Squad, das sind auch 5 Mann, davon 3 mit Schilden, unter anderem auch der Sergeant und 2 mit Energieklauen für ein bisschen mehr Attacken. Und ich habe eine Einheit mit 5 Vanguard Veterans dabei. Der Sergeant von den Jungs hat in dem Fall eine Energiefaust, die hier durch einen Eviscerator dargestellt wird. Außerdem hat er ein Shield und die anderen haben Energieklauen. Wenn ihr euch fragt, warum ich keine Sanguinary Guard spiele, es sind Flash Terrors, eigentlich haben die fluffmäßig keine Sanguinary Guard. Ich denke, es reicht auch so theoretisch, was ich hier dabei habe. Könnte natürlich besser, aber beim nächsten Mal. Außerdem als Fahrzeuge habe ich einen Land Raider Redeemer dabei, der hat einen Stormbolter oben drauf und natürlich seine fette Sturmkanone und ich habe einen Whirlwind mit dem Castellan Launcher, einfach als geplante Verlangsamung der gegnerischen Armee. Aber dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was die Death Guard so zu bieten hat und dann kann es losgehen. Meine 2000 Punkte Death Guard beginnen wir mit den HQs. Da drin habe ich einen Dämon Prince of Nurgle. Er hat ein Relikt und ein Warlord Trait. Das Relikt ist die Separating Plate und der Warlord Trait ist Revoltingly Resilient. Der nächste ist der Chaos Lord. Der Chaos Lord hat auch ein Relikt und ein Warlord Trait. Er hat ein Clot Furnace und den als Warlord Trait Arcana Contaminator. Dann die beiden Standards. Da habe ich 2 Truppen von 8 Plague Marines. 7 davon sind ganz normal ausgerüstet mit Schwert und Bolter. Und einer davon hat einen Flügel der Korruption. Dann die letzte Standardauswahl sind dann einfach 10 normale Kultisten. Bei der Elite habe ich 9 Blightlord Terminators, 8 mit Kombi-Bolter und bubonische Axt. Einer mit Flügel der Korruption. Dann noch 2 Foul Blightspawns, weil, wieso nicht? Bei der Fast Attack Auswahl habe ich 3 Mephitic Blighthaulers. Ja. Und bei der Unterstützung habe ich 3 Plague Burst Crawlers mit Entropie-Kanonen. Einer hat noch die Accelerated Entropie-Fähigkeit. Zu den Secondaries in diesem Spiel. Die Death Guard hat die Secondaries gezielte Tötung. Solange wir stehen, kämpfen wir und Vorherrschaft ausgewählt. Und die Flash Terrors haben Eide der Schlacht, direkter Angriff und Linienbrecher als Secondary Objectives ausgewählt. Außerdem haben Flash Terrors das Roll-Off für wer zuerst aufstellen darf gewonnen und haben entschieden, die Death Guard darf beginnen. Und damit geht es auch schon weiter mit dem Start des Spiels. Roll-Off, wer anfangen darf. Genau. Ich habe 3, du warst schnell. 5. Das heißt, Blood Angels fangen in diesem Fall endlich mal an gegen dich. Ah, ja, natürlich. Ja. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Genau, ich gebe, bevor das Spiel losgeht, natürlich erstmal ein CP aus. Das heißt, ich bin bei
8 CP zum Start. Und die Todeskompanie darf sich brav 12 Zoll nach vorne bewegen. Die stehen hier unten im Gebäude. Ups. In irgendeiner Form funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Nicht so ganz, so wie ich das gerne hätte. So. Also bewegen sich nicht ganz ihre 12 Zoll in diesem Fall. Ja. Zwei. Also einfach ein bisschen aggressiver nach vorne. Jetzt geht's los und damit sind wir in der Command Phase. Und in der Command Phase würde mein Sanguinary Priest der Todeskompanie als erstes mal geben, dass die Jungs sich in der Kampfdoktrin befinden. Das heißt, sie kriegen plus eine Attacke. 1 auf den Charge. Nein, nicht kein plus 1 auf den Charge, ich bin Flash Terror. Ah. Und mein Chapter Master, also Gabriel Sepp, sagt der Todeskompanie, dass sie alle Treffer wiederholen dürfen. Ja. Genau, das war es soweit mit der Command Phase. Arg viel mehr gibt es aktuell eigentlich nicht zu tun. Weiter mit Bewegung. Wir sind gleich wieder da, wenn die Bewegung durch ist. Die Bewegung ist erledigt. Ich bin vorgerückt, also normal vorgelaufen. 12 Zoll mit der Vanguard Veterans hier vor, die 12 Zoll von der Todeskompanie ins Gebäude rein, sodass die da in Threat Range sind, jetzt mit ihren schönen Rerolls und allem, was sie haben. Es ist eine Einheit Marines ausgestiegen, in Richtung Mitte gegangen, die Company Veterans sind ausgestiegen und haben sich nach vorne bewegt, um die Helden ein bisschen zu schützen. Ihre Sonderfähigkeit ist ja, wenn ein Held innerhalb von 3 Zoll steht, das kann er nicht anvisiert werden. Der Land Raider hat sich ein bisschen bewegt, sodass ich hier Sicht auf die Plague Marines habe, um da ein bisschen Gefahrenpotenzial aufzubauen, kann man sagen. Und ja, im Prinzip halte ich jetzt gerade 2 bzw. 3 Punkte, was soweit nicht schlecht ist. Mein Captain, der hier Objective Secured, Denied, ist in der Mitte und tut dort sein Bestes oder versucht es zumindest mal. Und dann schauen wir, was die Schussphase für uns bringt, weil Psi gibt es aktuell keine bei mir. Genau, fangen wir mit dem Schießen an. Ich würde sagen, die Todeskompanie, weil sie cool sind, schießen zuerst. Das sind 5 Dudes. Die können gar nicht schießen, beziehungsweise nur einer kann es, der hat eine Pistole und einer kann eine Granate werfen. Das heißt, ich würde dir eine Crack Grenade auf auf die Venom Crawler werfen und die Pistole schießt in deine Kultisten. Die Crack Grenade trifft und die verwundet mit -1. 4 plus. Nö. Okay, W3 Damage. Das wären 3, okay. Okay, 2 weggesaved, das sind 6. Ah. Das heißt, ein Schaden kommt Ein durch. Schaden. Und die Pistole trifft, verwundet und zerfetzt auch hoffentlich gleich einen von den Kultisten. Nö. Nein, der hat 6 beim Save. Okay, hab's versucht. Dementsprechend kommen wir zu weiterem Beschuss. Unten ist natürlich alles bei uns geschlossen, es sind extra überall Bretter vor den Fenstern. Genau, die sind einfach hochgestellt worden, damit es dann nicht so Genau, dass wir sehen, wo sie sind. Genau. Also hier zählt genau das Gleiche. Dementsprechend wirft er da wohl keine Crack Grenade auf die Jungs. Ich sehe sonst auch kein Ziel, auf das ich werfen könnte. Das heißt, die Vanguard Veterans würden soweit mal nicht feuern. Beziehungsweise, doch, er hat auch Granaten. Der schmeißt eine Granate in deine Marines. Krack. Genau, eine Crack Grenade. Das sind 6 Stück. Also 6 Crack Grenades. Ja. 5. Trifft auf die. Da musst du erstmal treffen. Genau, gibt es Minus? Nein. Okay, in dem Fall auf die 3. Ja. Ich habe einen Captain innerhalb von 6 Zoll. Also genauer gesagt sogar den Chapter Master höchst selbst, also wiederholbare 1. Jo. Da sind es zumindest mal 5 Treffer, nicht schlecht gewürfelt. Und verwunde auf die 5, weil Widerstand ist 5. Das sind 2 Stück, kein Minus. Einmal nicht. Mhm. Film okay. Einer tot. Ja, die haben noch einen Lebenspunkt gerade. Ja, den war Ja gut, das wäre ein bisschen deftig mit 2 Lebenspunkten mit dem aktuellen Film okay, ja. Dann meine Veteranen hier haben Kombi-Melter, die sehen aber, denke ich, nichts, auf das sie schießen können. Nein, die stehen nämlich so hinter diesen 5 Zoll hohen Containern, dass da nichts geschossen werden kann. Das heißt, die sind einfach nur da, dass sie gut aussehen. Natürlich kann auch mein Whirlwind schießen. Und der Whirlwind schießt mit seinen 2W6 Schuss in die Plague Marines direkt vor ihm. Haben wir denn da einen... Ja, wir haben da einmal einen Flammenwerfer, ne? Wo ist der zweite hin? Ich spiele Blight Lord Terminators. Okay, der ist bei den Terminatoren.
Dann würde ich doch sagen, schießt der Whirlwind seine Raketen in die Terminatoren und der wird 1 CP ausgeben, dass wenn ich dich treffe, du als letztes schlägst. Das heißt, jetzt weiter. Again. Okay, 2W6 Schuss. 11. Oh. Kann ich mit leben. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Auf die 3 plus. Das sind 4 Treffer. Stärke ist 5. Stärke ist 6. Okay, auf die 3. Auf die 3. Das war stabil. Das sind 4 Stück mit minus 1. Ich bin in Deckung. Du bist in Deckung, ja. Auf die 2. Einmal nicht. Okay, ein Schaden. Okay. Nö. Okay. Ein Damage habe ich fabriziert und damit setze ich mir meinen Marker. Und der Marker wird ein großes Flash-Terror-Symbol, das die Jungs zuletzt schlagen. Einfach, dass ich mir das merken kann. Okay. Weiteres Schießen. Der Land Raider, der hat zwar nichts in 12 Zoll mit seinem Flammenwerfer, aber in 36 Zoll für seine große für seine große Sturmkanone. Das sind 12 Schuss. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und mit denen schießt er auf deine normalen Vorderen Plate Marines. Genau, Plate Marines. Immer feste drauf auf die 3 plus. Das sind nur 2, die nicht treffen. Boah. Okay, Stärke 6. Da ist die 3 in dem Fall. Der war dafür nicht so schön, ja. Das sind nur 4 mit minus 2 in dem Fall. Weil wir sind ja Devastator Option. Ah ja, genau. Nicht. Ein Schaden ist das. Nochmal 2. Ja, 2 reichen. Finde ich okay, dann habe ich hier wahrscheinlich in 24 Zoll die Jungs nicht mehr. Doch. Also sprich die restlichen Waffen, das ist noch der Stormbolter, muss ich dann auch in die Einheit reindrücken. Das ist ein Treffer und der verwundet in der 6 einmal ohne Abzüge. Schaffen wir natürlich nicht. Okay. 5 ab. Nö, das Okay, auch nochmal. nicht, natürlich. Ins Auge geschossen. Aber das war schon mit meinem furchteinflößenden Beschuss. Viel mehr habe ich gerade nicht zu tun. Kommen wir zu Charges. Natürlich versuchen meine Vanguard Veterans einen Charge auf deine Terminatoren, Genau. damit die was gemacht haben. Würden sie mit einer 11 auch schaffen. Gerade Also, so. das ist ziemlich hoch gewürfelt im Moment. Das ist tatsächlich ziemlich hoch gewürfelt. Und die Würfel würfeln eigentlich gut Schnitt. Also ich habe da die letzten 4 Spiele richtig übel versagt mit denen. Wo ist denn dein Flammentyp, dass ich mich von dem fernhalten kann? Genau in der Mitte. Der hat 3 Zoll oder 6 Zoll mit seiner Ja. Fähigkeit, die langsamer macht. Also meinst du die Zuletzt zuschlagen. 7 Zoll. 7 Zoll. Das heißt, ich kann mich gar nicht weit genug weghalten von denen. Naja, dann schlagen sie trotzdem nach normaler Reihenfolge, weil ich habe ja getroffen. Das heißt, die sind unten im Gebäude. 2, 3, 4 und mit 11 Zoll ist das hier dann. Wobei, ich könnte meine Reichweite in dem Fall auch gut nutzen und mich einfach hinter dich stellen, weil warum auch nicht? Ich will jetzt zu deinen großen Fahrzeugen. Und schützen kann ich mich ohnehin nicht vor deinem Dude, dementsprechend machen wir es doch so. Okay, die sind dran. Die Todeskompanie versucht einen Charge auf deine Stinker hier. Ja. Magst du irgendwas dagegen tun? Ach komm, ich probier's. Okay, also ein CP weg für Alterfeuer. Genau. Multimelter. Ein Treffer. Geht natürlich ein CP aus. Was mal mit diesem. Nein, das geht nicht nur bei denen, das geht nur noch bei Primaris. Aber sie haben eine 5er Kinder. Ah. Und auf die 2. Ist ja klar. Okay. Es ist. Oder nicht oder so? Egal. Egal. Top sogar. Ich bin das aufgefangen. Den die 3 Raketenwerfer. Jawohl. Geht ein bisschen gut. Ja. Einmal. Verwundet auf die 2, genau. Minus 2 das Minus 2. 5 plus. Das ist eine 3, das heißt dein Schaden. Das sind 2. 5er Phenopain. Oh. Und der lebt, verliert aber einen Lebenspunkt. Dann 3W3 Schuss. Das ist der Typ mit dem Kettenschwert. Jawohl, das ist ein. Achso, nicht 3W3, nicht 3W3. Das sind 5, 6. 3. Ja. Jawohl, minus. 2. 1. Dann der kommt durch. 5er Phenopain. Das ist ein 1, das heißt, er stirbt.
Okay. Ja. Hätte besser laufen können, wie man das. Man weiß ja nicht. Einige Attacken, die fehlen. Der Charge, Doppel 1, glücklicherweise bin ich nah genug dran. Das heißt 2 Zoll. So. Ein Glück bin ich so nah dran, das wäre jetzt wieder ärgerlich gewesen. Ja. Ja, eben. Kann hochwürfeln, kann auch sehr, sehr niedrig würfeln. Das war's mit dem Charge, das haben wir soweit gemacht. Weitere Charges gibt es, glaube ich, in meinem Fall aktuell nicht, weil dieser kleine Freund hier, doch, der könnte noch chargen. Der kann es mal versuchen, der bräuchte einen 9, wie ich das sehe. Das Der Gabriel? Nein, der Company Champion. Ah. Genau, der probiert das Ganze mal. Das ist der erste. Und das der zweite ist eine 8. Das ist leider zu wenig. Ärgerlich, will ich das wiederholen. Eine 9 ist halt schon. Wäre schmackhaft, wenn er da drin wäre. Da kann ich den Terminatoren echt wehtun. Ich glaube, ich wiederhole es für 1 CP. So blöd das sein mag. Ja, ich hatte auch CP verschwendet. Also. Ja. Aber nicht geschafft dieses Jahr. Richtig, da weißt du es. Nein, mit einer 3 schafft er. Okay. Schade. Okay, das war's, denke ich, mit Charges von dem, was ich jetzt so bewerten kann. Dementsprechend würde Alles beides gut im Nahkampf. Genau, ist beides recht gut im Nahkampf. Ich würde hier anfangen. Ja. Hier schlägst du zuletzt. Du müsstest also sowieso ein CP ausgeben, dass du zuerst schlagen kannst. Beziehungsweise 2, dass du mich unterbrechen kannst. Wie viele Attacken haben die Kollegen hier im Nahkampf? Je 4. Je Wenn 4. du bist charged. Stärke? 6 minus 2. Minus 2. Okay, und W3 Schaden, ja. Nein, ein Schaden. Okay. Nein, ich fange mit den Vanguard Veterans an. Okay. Okay, die Vanguard Veterans, das sind 5 Stück. Das heißt, 4 Stück haben Klauen. Diese 4 haben jeweils 2 Attacken im Profil. Die haben jeweils 2 Klauen. Ja. So, und sie haben angegriffen. Das heißt, das sind viele Attacken. Die treffen nicht auf die 3+. Ja. Die haben keine Boni. Ich bin nicht mehr innerhalb von 6 Zoll zu meinem Captain. Das heißt einfach auf die 3+. Stärke plus 1, oder? Stärke ist nicht +1, sondern Stärke-User. Aber ich werde wir- vorhin wiederholen. Ja. Es sind einige Einsen dabei. Aber nicht so viel wie auch schon. Das ist okay. Ja. So, dann verwunde ich dich auf die 5+. Wiederholbar. Okay, das sind schon mal 4 Stück, die müssen wir uns merken, das sind Flash Terrors Extras. 6er Durchschlag oder mehr. Genau, einfach +1 auf den Durchschlag. Und nochmal 2 mit extra Durchschlag. Und dann 2 noch. Und 2 normal. Wie viel sind das? Das sind 5. Das sind insgesamt 6 Stück mit -3 Ja. und 2 Stück mit -2. Wie viel? 8 insgesamt. Sind die in 4er Wetter? Ja, 4 Wetter auf alles in dem Fall. Ja. Nicht schlecht. Ziemlich gut. Und dann 4er Paint. Jawohl. Dann stirbt ein. Das ist halt schon bitter, wenn man so würfelt. Okay, dann haben sie zumindest mal einen Terminator getötet. Dann unterbreche ich. Du unterbrichst für 2 CP? Ja, ich will nämlich nicht, dass die Thunderhammer mir zu viel Schaden machen. Bei 6, okay. Den 12 Attacken. Ja, Veteran ist lang, das geht nicht. Auf die 3. Jawohl. Also treffen ist besser, weil es 3 sind. Ist okay. Und dann 3 wieder. auf die 3, eine Wiederholung. Ja. Oh, Das sind 5. 6. 5. Genau, dann habe ich hier -1. Minus 2. -2. 5 plus. Das ist keiner. Ja. Und jeweils ein Schaden, das heißt 5 auf Pain. Gilt das für die ganze Runde? Für die Phase. Oh, da musst du ein CP nochmal ausgeben natürlich. Für Ja. extra 1. Sorry. Für die Phase geht das. Das sind 2, die durchkommen, das heißt einer stirbt. Okay, ein Thunderhammer weniger. Das Ja. Okay, Bin dann zufrieden. aktiviere ich die natürlich. Ja. Die rücken hier ran und die schlagen zu. Das sind pro Thunderhammer 4. 4 Attacken. Also 12, wie ich. Wird noch ein bisschen mehr. Genau, das sind 2 im Profil. Angegriffen, schwarze Wut, also 4. Und weil ich mit denen in der Kampfdoktrin bin, durch meinen
Sanguinary Priest plus 1. 15, also auf die 4. Auf die 4, alles wiederholbar durch Gabriel Seth, das ihm vorhin gegeben hat. Eigentlich gerade die Hälfte Okay, gewesen. das wäre ziemlich Schnitt. Dann würfen wir gerade nochmal den Rest. Okay, das sind nochmal 3. Schnittig. Ich habe Stärke 8 durch Widerstand 7. Also wäre es auf die 3 und die Blackinsel, also auf die 2 plus. Da haben wir 2 Einsen dabei, die sind mal nicht. Und dann 2, 4, 6, 8, 9 Stück mit minus 3, weil ich bin in der Combat-Doktrin. Oh, Jeweils alles 3 3 Schaden. Ja. Ah. Sind 3, 7 Mann. Nee, du hast eine 6 Rüstung von 3 plus, oder? Retter. Achso, das ist 500 Ritter, ja, vergiss es. Dann sind es 6. Okay, das heißt, es kommen 6, 12, also wie viel Schaden hat er, wie viel Leben hat er jedes? 8. 8, ja. 18. Okay, dann darfst du den ersten Mal safen, das sind 9, die auf ihn kommen würden. Ui. Das reicht genau. Ja, bin ich ja tot. Explodiert er. Jo. Der Ja. explodiert. Okay. Und dann der zweite. Genau, Ja, das ist ja der noch Mortal und Shows Teil. Na, das machen wir gleich, wenn alles fertig ist. Und dann der letzte. Der schafft 3. Das heißt, der hat noch 2 Leben, wenn ich so sehe. Ja. Genau. Dann die Mortals. Stirbt und Mortals. Mortals auf mich. Mhm. Schaffe ich mit der Mortal Wunds. Okay. Und eine Mortal gibt es bis Ja. jetzt. Die Todeskompanie 5 plus. Nein, ein Leben. Einer weg. Okay. Das war's mit der Nahkampfphase. Im Prinzip hätte ich eigentlich mit der Todeskompanie anfangen sollen, aber ich bin mir recht sicher, du schredderst da hinten jetzt dann wahrscheinlich meine Genau. Dudes weg. Dementsprechend war es jetzt nicht so schlecht. Okay, dann hauen wir mit deinen Terminatoren. Mhm. Die können jetzt ziemlich wehtun. So. Muss ja nicht und tot erscheinen, der Sonne. So. Ja, ich stelle es einfach so hin. So. So. Dann können alle zuschlagen. Jawohl. Wie viele Attacken hat denn jeder? 3. Okay. Ich fange mit dem Pflegel an. Mhm. Das sind 4 Attacken. Jawohl. Auf die 3. Einmal wiederholen wir. Durch den Beam Prince? Ja. Ja. Oh, eine nur. Stärke ist Verwundet. Stärke 7. Stärke 7 sogar, okay. Minus? Stärke 6. Minus 2. Dann 5 plus. Das ist eine 1. Okay, kommt. 2 Schaden. Ein Schaden? 2. 2 Schaden, dann ist einer tot. Das heißt, wir nehmen mal einen von den Veteranen weg. Und tschüss. Ja, was immer gesehen, wir sind hier 4. 3. 3. Das sind schon mal. Ich glaube, das sind sogar alle 7 Stück. Es fehlt noch einer. Einer ist tot Einer ist tot. und einer mit dem einer mit dem Pflegen. Dann ist das gerade alles. Auf die 3, einer wiederholen. Die haben alle Energiefäuste, oder? Bubonische Äxte. Okay. Das sind viele, viele Treffer. Ja. Auf die 3, Jawohl. einer wiederholbar. Und 6er Zusatzrents. Okay. Zweimal nicht. Okay. Das sind 3 mal minus 3. 3 mal Und- mit minus 3. Schaden 1. 1. Okay. Dann 6 plus. Beziehungsweise ich versuche das mal mit meinem mit dem Chef. Der hat einen 2 plus Rüster und einen 4 plus Retter. Die sind mit minus 3, also 4 plus Retter. 3 mal. Das heißt, einer kommt durch, dann hat er ein Leben verloren. So, die wir weg tun. Jawohl. Und dann noch
Mal 12 Stück mit minus 2, aber. minus 2. Okay, geht wieder auf den Chef. Muss ich wieder einzeln machen. 4 plus. Save. Nicht so. Dann ist er tot. Dann sind 2 weg. Dann habe ich noch 10. 2, 5, 10. Jawohl. Auf 5 plus. Das ist stabil, so gut wie gar nichts. Sehr gut. Okay, dann sind die weg. Ja. Habe ich gut vorhergesagt. Rüber. So geben, die kommen weg. Die kann ich dann wieder belegen. Genau, und jetzt noch nachrücken. Ne? Genau, du darfst noch nachrücken zum nächsten Feind. 3 Zoll. 3 Zoll. Jetzt. So, die sind ja eben unterste Stock. So. 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 Stufe. Hier. Und. Okay. Haben wir mal nicht die Stärke der Terminatoren ausgetestet. Ziemlich stark. Okay, das war's soweit mit meiner Runde, würde ich sagen. Denn weitere Kämpfe gibt es nicht. Dementsprechend kommt jetzt das Punkte zusammenrechnen. Engaging on Fronts hast du geschafft, oder? Ich habe Engagement on Fronts nicht als Mission. Ich habe den Linebreaker, davon habe ich aktuell nur 1. Das heißt, da passiert nichts. Dann habe ich den direkten Angriff. Ich halte den mittleren Punkt, das ist mir 3. Und ich habe die Oaths of Moment. Ich habe keinen Moralwert versaut. Ach, ich muss hier noch Moralwert testen. Die haben 2 verloren. Ja. Das ist eine 6. Dann stirbt Stimmt einer. einer. Das heißt, der ist weg. Ja. Das heißt, ich krieg nur einen Punkt. Du musst noch Battleshock. Jungs, Battleshock machen die natürlich auch. Passiert nicht. Ja, die waren 5 Die 2, das waren 5, genau. Also 2 Punkte für die Oaths und das war's. Die Bewegungsphase Death Guard ist durch, das heißt, wir kommen jetzt zur Psi-Phase. Psi-Phase ist eine einzelne Psi-Kraft, und zwar Klingen der Fäulnis auf die Blightlord Terminators. Die 5, 7, 7 ist gelegt. Und Schussphase. Ja, willkommen in der Schussphase. Dann gebe ich 1 CP aus Für die Crawlers, für die Rollers. dann bist du wieder bei 6. Ja. Und ich gebe nichts aus, also das kann ich in der Schussphase dann einfach feuern. Ich muss die noch nicht feuern, Ja. glaube ich. Ja, fangen wir mit diesem Crawler an. Jawohl, der hintere. Na, fangen wir mit dem Foul Blightspawn an. Da gebe Okay. ich 2 CP aus nochmal. Jawohl, dann bist du bei Foul Ja. Rush und Overwhelming Generosity, damit ich zusätzliche Reichweite bekomme. Jawohl. Und bei einem Würfel die 3d6 bei der Stärke würfeln kann und bei der Schussanzahl 2 Würfel würfeln kann. Ja. Die niedrigsten. Auf was willst du denn schießen? Auf die normalen Rings dann. Genau. Okay. Da bei der 6 Stärke. 10. Schuss. 4. Okay. Auf die 2, einer wiederholbar. Jawohl. 4 mal, minus 3. 6 plus. Da save ich 2. Okay, Das heißt, wir haben 2 Leichen. Und da geht natürlich er. Und als nächstes würde ich sagen er. Na, wobei, machen wir es so. Gut, dann wird der Ball Blightspawn geschossen und dann Mörser Nummer 1. Jawohl. Erste Mörser-Kanone hier hinten hin. In die Marines, ja? Und die Entropy-Kanonen in die in die Black Death Company. Guard, genau, in die Death Company. Und den, wie heißt dann, Das war das Lager auch. Das Lager, 4 Schuss. Trifft alles. Okay. Stärke 4 5, Widerstand, Stärke 5, dann minus minus 1. Genau. 3 Stück, minus 1, dann sind wir bei 4 plus. Da ist davon 2 durch. Wir machen jeweils einen Schaden, schätze ich. Ja. Also 6er Finger Pain. Das heißt, einer stirbt. Da war es noch einer. Dann die Entropy-Kanone. Ein Treffer. 2. Minus 4. Mache ich nichts. Schaden. 4. Die 6 Schaden. Ah ja, Entropie kann man. 6er Finger Pain. Dann ist der Mann auch tot.
Okay, damit ist die Todeskompanie weg. Mörser. 6 Schuss. Der Mörser geht auf die Marines wieder. Genau. Ja. Marines. 4 Treffer. Auf 2. 4 Mal. 4 mal minus. 2. Dann 5 plus. Save ich 2. Ja. 2 kommen durch. Schaden. Bedrückt. 3 Okay, einer tot. und 1. Und einer mit einem Leben. Das heißt, er stirbt und der Lieutenant hat noch ein Leben. Ja. Dann der zweite Crawler. 6 Schuss. 4. Auf was? Die Auf die Marines. Ja. Der zweite Crawler ist jetzt der hier. Ja. Der da hinten, okay. Der sieht aber mit den Entropien Ja, also einfach nur mit nichts, seinen großen Nur mit dem Mörser. Mörser. Jawohl. Zweimal. Warum darf der die 1 wiederholen? Chaos Lord. Hinten. Ah, den habe ich gesehen, ja. Wand. Dann auf die 2. Zweimal. Minus 2, Jo. 5 plus. Da kommt einer durch. Ja, und der stirbt in dem Fall. Jawohl, dann ist der Lieutenant tot. Der Sergeant. Ja. Ich nehme ihn 3 Zoll. Das sieht nicht mehr nach 3 Zoll aus, nein. Also wir können es auch in Gimme schauen, zum direkt ranlegen. Nö. Wenn man was anfängt, dann macht man es auch richtig. Der letzte Mörser schießt auch auf den einzelnen Raketenwerfer. Schuss. 5. Einmal. Jawohl. 2. Einer wiederholen. 3. 5 plus. Kommen alle durch, dann ist der auch tot. Das heißt, die Einheit ist wiped. Okay. Dann die Terminators schießen mit ihren Kombi-Bolter in Eli. Jawohl, das sind 2 Typen, die schießen können. Ja. Mhm. Das sind 8 Schuss. Jawohl. Auf die 4. Jawohl. Drüber. 3 mal mit einem 2er Rüstungswurf. Okay. Das sind alles. Das sind alle. Da hinten. Schießen sie alle auf die Tactical Space Marines. Okay. Ja. Treffen jetzt nur noch auf die 4. Treffen nur noch auf die 4. Multi-Melter. Auf die 4. Nix mehr. Auf die 2 Stück. Auf die 2. Muss die 1 natürlich. Minus 4, der macht nichts. Schaden wegen? 5. 5. Okay, dann 5 mal 6er Fino Pain, weil das Sanguinary Priest neben dran steht. Ja, das ist gut. Ja. Dann haben wir einen Verlust, das heißt, der ist weg. 2 Raketenwerfer noch. Mhm. Einer. Der verwundet, minus 2. 5 plus. Nö. Der kommt durch, Schaden. 6. 6. Kannst mal auf den so hoch zu würfeln. Das save ich nur ein, das heißt noch einer tot. Und dann wären wir das gleiche. Jawohl. Ja, das sollte die Kollegen Marines schaffen. Und das war doch alles an Schuss. Bolterix gibt's nichts mehr. Jemand bringt's geschossen. Alles geschossen. Dann nach Kampf. Oder Charges in dem Fall. Ja, Charges. Ja. Als erstes die Terminatoren in beide. Jawohl. Die brauchen Jetzt, weil das Modell noch lebt, weniger. Eine 6. eine 8. Ne, eine 7. Also sind 8 zwar weg, dann brauchst du eine 7, das ist innerhalb von einem Eine Charge. 7. Okay, Zahlen sind ja machbar. Nicht machbar natürlich. Okay. Ich gebe ein CP aus. Dann bist du jetzt bei 3. Bitte. Bitte. Die schnittigste Zahl, das läuft. Ja.
Du darfst immer noch nicht zum Kämpfen gewählt werden, bis alle Einheiten in meiner Armee, die dafür in Frage kommen, ausgewählt werden. Das heißt, du steckst jetzt immer noch zuerst? Immer noch bis zu meinem Zug. Aber du hältst gut aus. Okay, das stimmt auch. Und da habe ich noch ein Leben. Die Plague Marines. Jo, In den Garten. dann komm mal ran. Da brauchst du. Okay, gut. Dran. Für diesen Charge brauchst du einen 1 dann brauchst du 4 und zu ihm nochmal 3, also auch wieder eine 7. 7. Okay. Das ist eine 8, das reicht. Genau, und deine Dudes hinten dran haben jetzt 2,5, 2,5, 2,5. Das heißt, darf sich einer oben drauf stellen, weil unten. Achso, die ich kann besten auch stehen. theoretisch. Nein, hier drauf kann ich nicht, hä? Nur beim 3 Zoll aktivieren. Genau. Und selbst da kannst du nicht drauf, weil du musst näher an ihn gehen. Also einer kommt in den Kampf, die anderen stehen hinten dran. Was heißen würde, dass sie nicht mehr in Coherency sind. Die sind 4 Modell. Ja, aber auch die haben 2 Zoll Coherency. Zueinander, oder? Ja. Der darf nicht runter. Der darf nicht runter. 2,5 hoch, 2,5 hier rüber, 2,5 da runter. Das heißt, du bist da schon bei 7,5. Und das heißt, du kannst ihn nur bis hier hochstellen. Weil die Bewegung anders nicht möglich ist. Das heißt, den muss ich noch ein bisschen hinten, genau, dass er einfach in 1 Zoll Genau, ist. dass du einfach in dem. Und dann sind es wieder in 2 Zoll. Genau. So und so. Und dann kann ich aber 3 Zoll ran und kämpfen. Genau, das heißt, einer kann dann praktisch noch bis hier runter und ja, dann kann einer zuschlagen. Genau, den Flegel, das soll ja Jawohl. reichen. Ja. Wir sagen mehr. Und das war's. Das war's, das heißt heroische Interventionen. Ich habe hier einmal. Kannst du 6 Zoll? Ja, sicher. Feind innerhalb von 6 Zoll, das heißt, er rastet völlig aus und macht seine 6 Zoll nach da drüben. So. Und Gabriel kann 2,5 hoch und 0,54, das heißt, er steht dort und ist innerhalb von 1 Zoll zum Hauen zu dir mit dem Base-Teil nach oben. Der hier hat der kann zwar fliegen, aber der kommt mit seiner Zollangabe nicht weit genug, als dass er irgendwas angreifen kann. Und hier kann ich nicht durch, weil das ist ein Geländestück. Das heißt, wir haben nur Gabriel hier, wir haben den Company Champion da und meine Dudes hier. Du hast ihn ja mit angegriffen, der ist aktuell außerhalb von 1 Zoll, das heißt, der geht auch dran. Dass du da clip bist. Nein, mach das nicht so. Du sollst dich schon ein bisschen bewegen, ich habe keinen Bock, dass da noch mehr kommt. Er stellt es hier hin. Und das war's mit den Interventionen. Ich stehe mal Gabriel noch hübsch und so. So ist das gut. Ich muss einfach mal mit den Plague Marines zuerst zuschlagen. Mit den Plague Marines darfst du zuerst zuschlagen. Dann aktiviere ich ihn. Drüben. Ihn. Ja, dann darfst du dich direkt nach unten stellen. So. Das heißt, einer darf schlagen Genau. und das war's. Und der andere hier und der andere. So. Das ist mal ein Brawler in der Mitte. Ja. Ich nehme an, du schlägst auf meinen Captain. Die was? Ich nehme an, du schlägst auf den Captain. Ich kann noch den Captain schlagen. -1 zu treffen. -1 zu treffen. Auf die 4. Also zuerst mal 2 W3. Jo. 2 W3 Attacken. Das sind 2, 3. Also auf die 4. Der ist, glaube ich, nicht mehr in 7 Zoll. Nein. Nee. Ja. Stärke 6 oder so. Oder 7. Ja, 6. Genau. Minus. 2. Das heißt, ich bin bei 1 plus 2 plus 3 plus. Das safe dann mit einer 5. Und dann noch das Messer. Jawohl. Ja. Und das gibt kein Minus, oder? In dem Fall 1 plus. Safe mit einer 6. Ja. Gegenschlag. Da die zuletzt gewählt werden dürfen und er immer zuerst fighten muss, heißt das, er schlägt dementsprechend auch zuerst. Gibt es so irgendwelche coole Death Guard Strategy im 4 auf 4 Der hat 5 Attacken. Der hat heroisch interveniert. Das war's. Der hat keine schwarze Wut, also 6 Attacken sind es, was er hat. Okay. 6 Attacken vom Company Champion in deine Death Guard. Trifft auf die 2 plus.
Das sind 2 Einsen dabei. Das heißt 4 Treffen. Das heißt 4 Treffen. Der hat eine Stärke von 7. Auf die 3. Auf die 2 war es am Ende. Und jawohl, das sind 4 Stück. Mit minus 3 und Ja, bei Retter. Flash Terror, jetzt war das, bei Flash Terror ist das mit minus 4. Also deine 4 Retter. Und die hier machen 4 Schaden, der hier macht 3 Schaden. Also dein 4 Retter erstmal gegen die 3, würde ich sagen. Okay, da kommen 2 durch mit 4 Schaden. Und den noch der Einzelne. Genau, dann noch der Einzelne. Nö. Okay, dann das ist einmal 3 Schaden für den Einzelnen und 2 mal 4 Schaden für die Jungs hier. Ja, ich mach den Einzelnen. Jo. Ich nehme zuerst den 4 Schaden. Ja. Den ersten 4 Schaden. Tot. Okay, der zweite 4 Schaden. Der zweite 4 Schaden. Tot. Und der 3 Schaden. Der tot. Okay. 3 tot. Das heißt, Verwundete kann ich ihn. Also Gabriel, wenn ich hier die wegnehme, dann kann Gabriel Set nicht mehr zuschlagen. Hä? Das ist richtig. Ah, er hat den hier noch drin, also den müsste schon weggehen. Die 3 dann. Die 3 dann. Genau. Gut, dann darf er sich hier konsolidieren. Macht er auch. So. Ich muss das geschickt machen. Der konsolidiert sich nicht, der bleibt wo er ist. Ja. War nämlich ganz gut. Ja, wobei, im Prinzip spielt es keine Rolle, weil du kannst nicht mehr schießen. Dementsprechend kann der auch nicht mehr gesaved werden. Da kann der auch 3 Zoll nach drin und bewegt sich zu ihm. Hier habe ich jetzt nichts mehr innerhalb von einem Zoll zu Gabriel. Das heißt, der ist raus. Da hast du dich gut raus interveniert. Dann darf der Captain hauen. Der bewegt sich hier ein bisschen näher ran. Und der Captain schlägt dementsprechend auf seine Terminatoren. Der Captain. Welcher macht, wo ich keine Objective Secured bekomme? Das macht auch er. Okay. Auch Ich der muss Captain dort. theoretisch ihn töten und dann ist ihm, alles weg. ihm musste richtig wehtun, ja. Aber das wird schwer, ja. Das wird sehr schwierig, ja. Da haben wir 2 easy drin, okay. Dann hat der Captain 4 Attacken, der hat das Schwert der Menschheit und der wurde angegriffen, das heißt, der hat 6 Attacken. That's it. Der trifft auf die 2 plus. Das sind alle. Der hat eine Stärke von 8, das heißt, der verwundet sich auf die 2. 2. Das sind 3 Einsen, Mann, das ist unfassbar. Okay, 3 Einsen, ich wiederhole ein für den CP. Eine 1, brauchen wir nochmal eine 1. Nee, 2 diesmal. Okay, dann sind wir bei einmal für 3 Schaden mit minus 3 Einmal. und mit minus 4 meine ich. Einmal für 3 Schaden. Genau. Nö. Dann 3 Schaden für den Termin. Und dann mache ich gerade noch Safe. Ja, die sind minus 3 und 2 Schaden jeweils. Okay, 2. Okay, also einmal 2 Schaden und einmal 3 Ja. Schaden. Da gebe ich glaube ich CPUs mit dem 3 Schaden. Dann ist dabei 2. Ja, gibt's. Wir sind nicht. Nee. Okay, also dann einmal 3 Schaden und einmal 2 Schaden. Einmal 3 Schaden. Nö. Und einmal Einmal 2 Schaden. 2 Schaden. Ja. Das ist noch ein Würfel. Der mit 2 Schaden hat 1 Schaden bekommen, oder? Ja. Genau, ich darf nicht mehr hinlegen mit der 1. In dem Fall, wo der Wolf ist. Ja. Nehmen wir Chaoswürfel der Teufel. Genau. Welcher soll denn den einen Schaden bekommen haben? Der da hinten. Okay, und dann haben wir noch die Marines. Die rutschen natürlich auch nach, so und so. Das heißt, ich habe 3 Leute, die hauen dürfen. Da ist der der Sergeant dabei. Der Sergeant hat 3 Attacken mit dem Kettenschwert und wurde angegriffen. Dann haben wir den Melter-Typen, der hat eine Attacke, wurde angegriffen. Und den Einzeldude, der hat auch eine Attacke, wurde angegriffen. Ich kann mit ihm nur auf deine Plague Marines schlagen. Genau, trifft die auf die 3. Wiederholbare 1 durch den Captain. Ein Treffer und verwundet dich auf die 4, weil du hast Widerstand 5. Ich habe Stärke 4 und bin Blood Angel. Nö, eine 1 darf ich nicht wiederholen. Das heißt, jetzt hauen die. Machen wir zuerst den Typen mit dem Melter auf die 3. Eine 1, die ich wiederholen kann. Der trifft. Und auf die 4. Eine Wunde. Keine Abzüge. Jawohl. Und dann der mit dem Kettenschwert. Der darf die 1 rerollen, weil der Captain bei ihm ist. Und 2, funktioniert trotzdem nicht. Und der hat auch eine Stärke von 4, das heißt auch dort wieder auf die 4. Das sind 2 Stück mit minus 1 und 1 Schaden. Für die Marines. Oder Für die Terminatoren.
Also 3 plus. Einmal nicht. Fino Bang. Okay. Jetzt dann stirbt der tot. Mit was hätten wir zugeschlagen? Mit dem Kettschwert. Und das macht Minus. Minus 1, genau. stimmt. Astartes. Das Astartes Kettschwert. Okay. Jetzt darfst du deine Terminatoren auswählen. Richtig kaputt kauen, weil... Gut, die haben vorhin gut meine Vanguards weggeklatscht, jetzt haben sie Rache bekommen. Ja. Ich mach das Opfer der Engel für 1 CP, da bin ich jetzt bei 3. Und alles von hier muss auf meinen Captain schlagen. Also alles, was in Engagement Range zum Captain ist, muss auf den Captain hauen. Scheiße. Das heißt, du kannst noch mit einem Typen theoretisch unterstützend auf die Typen hauen. Der Rest muss auf den Captain schlagen. Gut, Flegel. Beginnen wir. 2, 3 W3 Attacken, ne? 3, 3. Ja. Das sind immerhin 4 meine ich. Auf die 4. 4. Okay, dann hast du 2 Sechsen, die werden zu 5, das heißt keine Extra-Attacken. Deine 2 Treffer. Auf die... Widerstand ist 4. Auf die 2, einmal wiederholen. Jawohl, weil du hast den Zauber drauf mit plus 1. 6er Mortal Wounds. Mhm. Eine 6. Jawohl, eine Mortal. Und auf die 2 verwunde ich normal, oder? Ja, wegen dem Psych. Und das ist eine zusätzliche Mortal zu dem. Das geht okay. alles zusätzlich so. Dann mache ich zuerst den normalen Saves. Minus 3 oder was haben die? Das ist minus 3. Okay, das ist minus 3, das ist minus 2. Ja. Dann machen wir mal minus 2 auf die 3 plus. Nö. Nein. Und dann minus 3 auf die 4 plus. Ja. Jo. Und die Mortal Wound. Und Passt der gerade durchgekommen ist, 6er Fino Pain. Also du musst noch einen Würfel dazu nehmen. Nein. 2 Schaden. Macht 2 Schaden der Pflege. Okay. Nein. Dann kommen 3 Schaden durch. Das heißt, der verliert 3 von seinen Lebenspunkten. Das ist viel. Okay, dann darf der Rest hauen. Auf der Rest hauen. Das sind normal. Auf die 4. Jawohl. Kein Death to the Force Emperor leider. Zum Glück. Auf die 2. Die haben Stärke. Stärke 5 mit den Extern. Okay, dann auf die 2. Das sind 4. Warum darfst du die wiederholen? Solche. Auch, okay. Okay. Nochmal eine Mortal Wound. Warum gibt das eine Mordwund? Durch den Zauber. Zauber. Durch den Zauber. Okay. Dann 6er Fino Pain. Der kommt. Oh. Safe. Und dann 6 Saves. 6 Saves. Der minus 3. Okay, einer mit minus 3, also wieder 4 plus. Ja. Der safe dann. Und dann auf die 3 plus, die gehen minus 2, oder? Ja. Da kommt nochmal einer durch. Ein Schaden. Ja. Das heißt, er verliert nochmal ein Leben, dann hat er 2 Leben noch. So. Und das war's, glaube ich, mit dem Nahkampf, oder? Ja. Das Opfer der Engel hat gerettet. Hat Ärsche gerettet, so richtig. Moral. Ich habe hier 2 verloren. Ich habe einen Moralwert von 8, da passiert nichts. Die hast du mir gewiped, da passiert dementsprechend auch nichts. Ich habe dir hier 5 Thermis gekillt. Dann darfst du da deine Moral würfeln, falls die einen haben. Die Moralwert 9. Dann über 4 ist doof. Ist natürlich doof. 4 ist ein 6. Dürfen die wiederholen? Noch nicht. Okay. In dem Fall stirbt noch einer und Battleship. noch 3 müssen Battleshop haben. Und dann sind alle weg. Wow. Alter. Das habe ich Das so gibt's von doch dir auch. noch nicht erlebt, dass du so würfelst. Das gibt's doch nicht. Das sind alle Terminatoren jetzt einfach nutzlos gestorben, verreckt, Ja. weggerannt. Ja gut, sie haben 150 Punkte getötet und das war's. Ja, die kosten 500 Punkte, die Ja. Termis. Alter. Die sind jetzt einfach so weggerannt. Ja, meine Maske ist halt fies. Gibt ja auch -1 Moral. Doch mal überlegt. Soll ich 2 CP ausgeben? Soll ich? Deine Plague Marines hier haben die haben einen verloren, letzte Runde aber, oder? Also nicht durch mich. Nicht durch die. Okay, was haben die für einen Moralwert? Moralwert, 8. Genau, haben sie 7, da kann nichts passieren. Und sonst war nichts, was ich sehen könnte. Alter, das war jetzt mal richtig übel. Also vor den Termis hatte ich richtig Angst, dass die jetzt alle abhauen ist. Au! Ja. Punkte. Solange wir stehen, kämpfen wir. Ist immer noch bei 15. Das passt. Vorherrschaft. Nö. Jetzt nicht.
Und gezielte Tötung, kein Charakter gestorben. Runde 2, Ende der Bewegungsphase, Flash Terrors. Meine Terminatoren sind geschockt. Hier und hier. Ich habe meinen Land Raider ein bisschen bewegt und ich habe jetzt gerade meinen Sanguinary Priest in Position gebracht. Der Gutste fängt an mit dem, was er kann. Er heilt meinen Captain um 3 Lebenspunkte. Dann ist er wieder bei 5. Das macht er nämlich von allein und dann darf der umsonst ein Modell wiederbeleben und da kommt natürlich einer meiner Marines wieder. Das wäre dann dieser hier. Der steht in direkter Nähe. Oh, die ganze Mühe umsonst. Kann man so lassen. Genau, sieht man jetzt von hier aus vielleicht nur mit dem Schwert. Der Company Veteran hat sich nach unten bewegt, sodass der Foul Blightspawn im Gebäude ihn nicht sehen kann, der im 2. Stock steht. Sodass da ein Charge durchgeführt werden könnte, wenn es denn soweit kommt. Wir werden sehen. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schießen. Und in der Schlussphase fange ich natürlich mit Pistolen an, wenn ich gerade schon im Nahkampf bin. Das heißt, die Jungs hier schießen jetzt Pistolen auf seine Plague Boys. Die treffen die auf 3. Der Captain ist direkt in Reichweite, das heißt, die dürfen einzeln rerollen, weil es Core sind. 2 Der Captain ist aus dem Nahkampf? Der Captain ist noch im Nahkampf. Ach so, natürlich. Genau, und es verwundet keiner. Immerhin. Dann habe ich hier zweimal Meter. Die dürfen keine 12 Zoll zu den großen haben. Nein, das hat nicht. Schade. Die können nur auf Plague Marines schießen in dem Fall. Den Dämonenprinzen kann ich ja leider auch nicht anvisieren. Und auch das Ding hier sollte außerhalb von 12 Zoll zu ihnen sein. Das ist richtig. Das heißt, wir schießen wohl auf Plague Marines, weil ich kann deinen Foul Blightspawn ja nicht anvisieren, der da steht. Also diesen einzelnen hier. Der ist nämlich umgeben von mehreren Feinden und damit geschützt. Dementsprechend würde ich doch einfach jetzt mal auf die Jungs hier drauf schießen. Die haben alles wiederholen, das heißt, sie machen Melter und normale Schuss. Dann machen wir zuerst die Melter auf deine Plague Marines. Auf die 4 bei -1. Und alles wiederholbar durch Gabriel, weil das vorhin angesagt hat. Das sind 2 Treffer. Auf die 3 durch Widerstand 5. Das ist einer mit -4. Und der macht einen Schaden. Ach so. Du hast ja keinen Wetter mit dem, oder? Okay. Gut. Es reicht, ihn wegzumettern. Und die normalen Bolterschuss wiederholbar durch Gabriel bleibt eine 2. Die verwunden auf die 5. Das ist einer mit -1, weil wir jetzt in der 2. Doktrin sind. Nö. Du und deine Einsen. Ja. 5 war viel Ping. Nö. Okay, dann stirbt nochmal ein Marine. Dann Gabriel fühlt sich gerade so, als könnte er Granaten werfen. Das macht er auch. Der schmeißt eine Crack Grenade in deine. Eine Frag Grenade in deine Marines. Mindestens 3. Also ein. Achso, stimmt, die ist der Blast, mindestens 3. Du hast recht. Auf die 2. Oder auch nicht. Und auf die 5. Ne, auf die 6 sogar. Die Widerstand 5 auf die 5. Wenn er 2 ist, das auch nichts. Okay. Dann haben wir noch ihn. Der sieht nicht so viel. Mit seiner Boltpistole schießt er mal oben in deinen Foul Blightspawn. Der trifft. Der verwundet nicht. Dann er kann mit seiner Pistole noch schießen. Das wird jetzt ganz spannend. Er schießt auf deinen Panzer. Das Einzige, was er sehen kann. Der trifft. Nee, du hast Widerstand 8. Ja. Pistole hat Stärke 4. Pistole ist durch. Das heißt, er kann nicht schießen, weil er hat keine Pistole. Also der Captain ist raus. Dann würde ich mit dem Panzer ballern. Genau, der Panzer schießt mir mit der großen Kanone und Flammenwerfer dürften auch nicht innerhalb von 12 Zoll sein. Immer so knapp dran vorbei. So knapp! Ja, man. Schade! Zoll oder 30, Schade! 3/4 Zoll. Okay, also die Sturmkanone und die Sturmkanone schießt auf die Viecher und der Bolter und die Flammenwerfer gehen in dem Fall wohl auf die Gebratene Kultisch. Flammenwerfer! 5 Treffer nur. Stärke 6. Das sind 5 Leichen. Ach so, die sind aber innerhalb von einzelnen Gebäuden, oder? Das macht nichts. Das macht nichts, also nicht, dass ich wüsste. Ja, das sind ja nicht Genau. Ruinen. Dann der Sturmbolter. Trifft zweimal, 2 sind 2 5 und verwundet. Du hast Widerstand 3, in dem Fall nicht. Das heißt 12 Schuss, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die bleibt. Hast du jetzt auch? Ja, das sind zu wenig. Würfel sortieren. Ja, das sind 2 zu wenig. So. Auf die Bleibe. Jawohl, auf die Bleithorde, die treffe ich normal wieder, oder? Also auf die 3. Okay, nicht so schlecht. Ja. Also das war jetzt schnittig. Und Auf Stärke die 6 auf die 5.
Das sind nur 2 mit -1 Ja, jeweils. das heißt, du überlebst ja wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Ja, definitiv. -2, oder? Das heißt, Nur mit Reaktion. -1. Ah, Ich bin nicht mehr in der Devastator Doktrin. okay. Ah, stimmt natürlich. Genau, kurz als Info, in der Nahkampfdoktrin sind jetzt Gabriel Seth durch den Sanguinary Priest und Gabriel hat den Jungs von seinen Veteranen eben gegeben, dass sie alles wiederholen dürfen. Dann dürfen die Terminatoren schießen, die da nicht, weil die haben nichts zum Schießen, aber die Jungs, die dürfen. Da habe ich in 18 Zoll nur den Foul Blightspawn und hier kann ich wohl keine Sichtlinie zu deinen Plague Marines ziehen. Das heißt, der Blightspawn muss leiden. Also, trotz dass sie 13 sind, oder? Ja, er ist ja Das im nächste Gebäude, 2. Stock, sprich er ist nicht geschützt, der unten auf jeden Fall. Und ich sehe auch den Panzer nicht. Das heißt, es schießt einfach alles auf den Blightspawn im 2. Stock. Okay. Okay. Also der zweite Blightspawn nicht. Genau, der 2. Blightspawn. Sprich, der hier ist safe, der da drin kriegt jetzt Ballern aufs Gesicht. Alles, was ich habe. Das heißt, zuerst die Reaper-Kanone auf die 3. Das sind 3. Stärke ist 7, also auf die 3 wieder. Wow. Okay. Dann habe ich da Bolter. Aber wenn das nicht viel macht, das ist ja nicht so der Company Veteran. Ja, der Company Veteran ist dann eher so das Problem. Auf die 3. Die haben nicht so Bock, also die sind durchs Teleportieren wahrscheinlich verwirrt. Bitte. Auf die 3 plus und ich schaffe 4. Verwunde dich auf die 5, der hat auch Widerstand 5. Oh, Der verwunden dafür dann immerhin mal gleich 3 Stück mit -1. auf die 3 immer noch im Gebäude. 2, da ist noch weg. Okay. Und der Blaster, der überlebt nicht, ich habe keinen Bock, dass er gleich stirbt. Trifft einmal und Stärke 7 auf die 3. Der verwundet einmal mit -3. Hast du einen Rettungswurf? Sonst ist es einfach der Philo Pain. Ich glaube, der ist ja Nee, der Rüstung ist durch. Ja. Okay, dann muss ich jetzt einen Philo Pain machen. Du kriegst schon -3 und -4, weil ich in der. Also ich habe einen Zweier, ich habe einen Du hast einen Zweier, Zweier, bräuchtest einen 6er, weil du -4 kriegst. Ah, -4. Ja. Nicht mehr -3. Zweite Doktrin muss -1 Ah. auf Sword. Okay, dann verliert er ein Leben, tatsächlich. So, jetzt hätte ich doch irgendwie ein bisschen auf die neue Plague Marines gekauft. Ja, 2 Leben machen da schon extrem viel aus. Dann habe ich meinen wunderbaren kleinen Whirlwind hier hinten noch, der schießt. Die sind mir im Prinzip gerade relativ egal. Das heißt, ich würde eher auf Plague Marines schießen. Und zwar auf die Jungs, die sich hier noch befinden. Wie viel CP hast du? Du hast noch 2, ich habe noch 4. Viel zu wenig. Will ich, dass die zuletzt kämpfen? Eigentlich schon, weil falls du da irgendwas machst, bis nächste Runde blockieren, ist halt schon echt nett, muss man dazu sagen. Ja, auch wenn ich charge. Genau. Das heißt, die Jungs werden angeschlossen. Viel böser geendet mit dem Captain, wenn du jetzt Das wäre extrem krass gewesen, wäre ich nicht mit dem Artillerieschlag vorhin rangegangen. Eben. Die hauen auf die Plague Marines. 2 wie 6 Schuss. 3 Schuss. Okay, jetzt muss ich nur treffen. Einen bitte. Okay, 2 Treffer. Stärke 6 auf die 3. Das ist einer, der durchkommt, kein Minus. In dem Fall. Eine Leiche, er hat ihn weggesprengt. Okay. Ich denke, das dürfte es mit dem Schießen gewesen sein. Ja. Dann würde ich sagen Charges. Als erstes versuche ich mal. Genau. Als erstes versucht mal die Terminatoren deinen Panzer anzugreifen. 9. Eine 9. Gib ihm. Das ist eine 7. Okay, die anderen Charges sind relativ sicher. Ich wiederhole ihn. 9 ist einfach fies. Vor allem, wenn man nicht wiederholen darf von sich aus. Also. Come, give me a 9. Nein, das ist eine 3. Warum werden die Wiederholungen mal zu 3? Okay, die Terminatoren bleiben, wo sie sind. Gut. Gabriel Seth startet einen kleinen süßen Angriff und zwar auf dein. Wir machen das anders. Mein. Company Veteran. Der Company-Veteran sagt einen Angriff auf deinen Foul Blightspawn hier an. Auf den hinteren, ja. Genau. Den macht er mit einer 7. Mit einer 8. Easy. Steht der hier? Aber Abwehrfeuer kann ich nicht geben, Nee, ich ihn nicht weil du siehst nicht. Er hat geschaut, ist ja dicht. Gabriel sagt einen Angriff auf den Blightspawn. Ja, natürlich nicht einen Angriff. Und
Er greift auch deine Statements an. Ja. Hätte Platz. Ja, in der 11. Hätte auch Platz. Schafft er auch. Gerade so. Bewegen wir uns mal hier hin. Kann mich nachher immer noch konsolidieren. Aber dem könnte ich jetzt Abwehrfeuer geben, hä? Nein, du kannst keinen Abwehrfeuer geben. Wieso nicht? Also, er ist ja schon gebunden. Ah, durch nicht Ich habe nicht ihn Ach so. Aber er muss ja innerhalb von einem Zoll sein, oder? Um den Spawn. Nee, ich muss einfach nur. Es muss auf beide reichen, das tut's. Und ich gehe jetzt an sie. Ah, es muss Ich auf kann mich nachher beide. immer Ach noch so, konzentrieren. du musst. Ah, okay. Das Genau. geht halt nicht. Genau. Aber Gabriel hat danach sowieso noch ein, zwei lustige Perks. Er darf, wenn noch irgendwas in Engagement Range ist, nachher darf er noch ein zweites Mal kämpfen. Und das heißt, der könnte da ziemlich wehtun. Die 2 Company-Veteranen, die greifen tatsächlich deinen Foul Blight Spawn da oben an. Da kannst du jetzt, denke ich, Abwehrfeuer geben. Der sieht die, weil er im ersten Stock ist. Wenn du das willst. Abwehrfeuer. Okay, also 1 CP, dann ist das bei 1 CP. Genau. Weil es kann ja sein, dass die sterben und es ist nicht schlecht, Melter zu töten, oder? Das ist verdammt richtig. Stärke. 9. Okay. Schuss. 4. 2, einer wiederholen. Nö, Hier sind 3 Stück. 4 Stück. Minus 3, also 4 Rettungswurf. Da sind 2 Safe. Einer Und tot. einer käme durch, der hat noch einen 6er Phenopain. 3 Schaden macht das Ding jetzt. Völlig genau 2 Leben, das heißt einer stirbt. Dann ist der hier weg. Und der andere darf angreifen. Das Ganze ist ein 2 Zoll Charge im Prinzip. Das steht hier drin, sodass er von unten auf dich draufhauen kann. Kaputt machen könnte ich im Nahkampf auch noch, aber unwahrscheinlich. Sehen wir dann. Bleibt jetzt, ja genau. Weitere Charges. Ich glaube, ja, mein Sanguinary Priest greift noch deine Plague Marines hier an. Boah. Dass das mal gemacht ist, das reicht. Und die Jungs sind schon im Kampf, dementsprechend passt das soweit. Ich kann nicht mehr unterbrochen werden, weil du noch 1 CP hast, was ich ganz gut finde. Der Panzer geht da drauf. Eine 11. So hätte ich mal gerne bei den Terminatoren geworfen. Also Panzer ist jetzt hier im Kampf und dann hätten wir noch die Terminatoren. Ich glaube, durch überall hochgeworfen, außer Ja, bei dir habe ich mega beschissen gewürfelt. Okay, Charges fangen an und er muss sogar als allererstes schlagen. Ah, er muss. Er muss, weil ein Charakter dabei ist. Dann gibt es vom Company Champion auf den Zünder. Der hat 5 Attacken, hat gecharged und er ist nicht in der Combat Doktrin, das ist der eben Seth. Das heißt, er haut auf deinen Typen drauf. Trifft auf die 2, darf keine Einsen wiederholen. Ja. Ciao, Foul Blight Spawn 2, das sind alle. Minus 4, 5. Einer mit minus 4, Ja. Wie viel Damage? der macht 4 und die anderen machen 3. Würfel nochmal grad. Yep. Damit hat er noch 4 Leben. Yep. Ja, das ist noch mit einem Leben und den würfelt nur ein 410. Ja, das sind 3 Leben jeweils. Ja, also. Gut, dann bin ich aber wieder dran. Dann rückt der Junge nach. So ungefähr hierhin. Jawohl. Jetzt bin ich wieder Jetzt bist du dran. Du machst alles langsamer oder eine Einheit. Die dürfen zuletzt zuschlagen. Die darfst du gar nicht auswählen. Weil ich habe dir vorhin getroffen. Du darfst aber mit deinem Typen hier hochmachen. Oh. Der trifft mit allen, okay. Hat er solchen Waffen? Nein. Okay, dann Nichts. sind das. Es ist eine. 2er Rüstung. Den saved er. Das heißt, jetzt darf ich hier schlagen. 6 Attacken und gecharged. Gabriel hat 5 Attacken, genau. Und hat gecharged und er ist in der Kampfdoktrin, also hat er 6. Ja, egal, die Würfelerei ist einfach zur Demonstration, wie böse der Flail kann sein. Ja. Trifft dann auf die 1 plus praktisch. Das sind immerhin mal 5 mit Wir sind da übrig 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wenn alle minus 4 und die alle minus 3. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach eine 6 würfeln. Das ist gut. Dann ist mit Pflege noch am Leben. So. Und das sind 4 Schaden. Das sind jeweils 3 Schaden. 4. Nö. 3. 3. So. Cool. So, ich darf jetzt konsolidieren. Das heißt, er hier. Tim konsolidiert sich zum nächsten Feind. Das ist er.
Und dann hauen. Nein, dann darf. Nee, du hast schon geschlagen mit ihm, genau. Dann haut jetzt er auf deinen Dude. Das sind 2 Attacken von ihm. Er hat angegriffen. Das war's. Trifft die auf die 3. Darf einzeln wiederholen. Durch Gabriel. Und weil er alles wiederholen darf. Und hat Stärke von 4. Das heißt auf die 5 mit plus 1 auf die 4. Das ist einer. Mit minus 1, weil. Nein, ist ja nicht in der Kampfdoktrin. Einfach nur. Kein Minus. 4. Du hast schon 3 Rüstungen, dementsprechend gut. Dann haben wir Gabriel. Nein, dann haben wir hier noch den Fight. Das heißt, du darfst jetzt. Da habe ich einen Charge gehabt. Es ist abwechselnd. Du darfst jetzt theoretisch als nächstes schlagen. Weil Okay. er ist immer noch innerhalb von 7 Zoll zu deinem. Bin ich charged worden? Du bist hier gecharged worden, Das heißt, ich kann Flegel-Action machen wieder. ja. Ja, wenn du da einen hast. Klar. Das heißt, ich flegele jetzt. Ja, die sterben sowieso. Dann flegele ich ihn weg. Der ist nämlich einfacher, oder? Ihn kannst du nicht wegflegeln, weil er ist gebunden und er ist der Typ mit dem Flegel, oder? Und der hat nicht 0,5 zu ihm zum Unterstützen. Das heißt, du musst auf den Captain oder auf die Einheit schlagen. Keine Ahnung, vielleicht passiert mir das nochmal mit dem Captain. Mal sehen, Ja, vielleicht ich kriege ich mein- wieder 12 Attacken. Ja, unwahrscheinlich, minus 1 zu treffen. Seine Ah ja, natürlich. Dann schlagen wir aber auf die normale Dudes. Auf die normalen Space Marines. Okay. Das nützt mir nämlich nichts. Ja. 5. 1 wie 3. 2. Auf die 3. Playgarten. 5. 5 Stück. Minus 2. Und 2 Schaden jeweils. Ja. 5 plus. Minute. Alle. Das heißt, ich mache das einzeln. Der erste, Doppel 6. Tot. Der zweite, tot. Der dritte, tot. Und der vierte, tot. Ey, und dann noch ein Dagger. Auf den Was kostet dieser Pflege? 15 Punkte. Dann 2 Attacken auf den Apothekaris. Eine. Ey. Kein Minus. Okay. Dann 2 plus, weil er hat die Armor Indomitus. Ja, safe. Dann darf ich schlagen. Der Apothekarius hat ja immer noch angegriffen, das heißt, wir fangen mit ihm an. Der hat 3 Attacken und gecharged. Das sind 4 Attacken auf die 2 plus. Der darf nichts wiederholen. Der hat eine Stärke von 4. Er hat ein Astartes-Kettenschwert. Also auf die 4. Das sind alle. Das ist einer mit minus 1 extra und 2 Schaden. Und die anderen, also minus 2 und die hier mit minus 1. Ich save den Minus nicht. Okay, der macht 2 Schaden. Nein. Jo, und dann 2 Stück mit minus 1. Das saves sein. Kein Und der stirbt Tod. trotzdem. Aber egal, den jetzt. 2 Leichen. Oh, da oben wären auch noch gesehen. Aber egal. Dann darf der Captain hauen. Der hat jetzt nur noch 4 Attacken, weil er ist halt nicht mehr gecharged und nicht in der Combat-Doktrin oder sonst irgendwas. Ich hoffe, du würfelst jetzt nur einzelne Die überleben. 2 Nein, das wird nicht. auf die 3 in dem Fall. Minus 4, minus 5. Nee, minus 3. Ey. Damage. 2 Schaden jeweils. Okay, das ist einmal, zweimal schaffen. Einmal tot. Aber wie es jedes Mal schon halb dasteht. Wie schade. Und dann hätte ich da noch einen Punkt gehabt. Das ist verdammt richtig. Dann hätte ich sogar 15 Primers Dann theoretisch bekommen können. gebe ich für ihn einen CP aus, dass er 6 Zoll zum nächsten Feind nachrücken kann. Ja. Das heißt, ich bin dann bei 1 CP. Ja. Das heißt, er rutscht 10 Zoll, 6 Zoll. Das ist hier. Ist er innerhalb von 3, das ist schön. Und dann ist Gabriel Seth der letzte, der noch irgendwas in Reichweite hat, weil 5 Zoll nach oben. Ja, jetzt verhaut er natürlich. Auf die Fresse, du Sack! Das sind 6 Attacken. Und er ist immer noch in der Combat-Doktrin. Tritt auf die 2. Und verwundet auf die 2. Das sind alle. Das sind. Ja, minus 4. der ist Geschichte. Ja, also das sind 8 Schaden, was da schon kommt. Gegen die du dich nicht wehren kannst. Würfel mal. Ja, komm hier durch, das reicht.
Okay, dann kann ich Rauch von dem verabschieden. Okay, dann war's das. Das heißt, meine Bewegung ist durch. Hier haben wir noch 6 Attacken vom Land Raider auf die 6. Ist einfach keine Sterbe. Gib ihm dreckig! Einer, Okay, eins. 2. Ja. Nein, oh. Aus dem Weg. Eine 1. Und das war es tatsächlich jetzt mit allem, was da so an Kämpfen war. War nicht ganz in Reihenfolge, aber das ist einfach schwierig mit 2 Fall Blight Spawns. Die machen da sehr viele Sachen komisch. Okay, dann hätte der sogar vorm Fall Blight Spawn schlagen dürfen, theoretisch, weil wenn es mich nur so macht, als würde ich chargen und mich nicht ganz rausnimmt, kämpfe ich immer noch zuerst als Fähigkeit. Plus den Charge. Ah ja, das wäre eh kein Aber eben, Unterschied. das hat keinen Unterschied gemacht. Wäre vielleicht vom Konsolidieren her was anderes gewesen. Aber Moralwert. ja, Moral. Kultiste. Hui. Die sind mutig und behalten dir deinen Punkt. Läuft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Das sind keine 3 Zoll, fürchte ich hier. Nee. Das heißt, der Company Veteran ist es dann wahrscheinlich Geschichte. Ja, ist das nicht mehr war's. viel übrig. Pünktchen. In der Mitte eine Einheit. Ich habe keinen Moralwert versaut, weil ich keinen machen muss. Und ich habe hier Charaktere gegeben. Das heißt, da kriege ich 3 Punkte für die Orks. Ich habe den direkten Angriff immer noch mit 3 Punkten. Ich halte zwar nichts bei dir, aber in der Mitte. Aber den Shock Assault, den Linebreaker. Den Linebreaker Null. habe ich mit einem und der hier ist nicht in deiner Aufstellung. Ja. Der hier auch nicht, das heißt, da kriege ich wieder 0. Schade, wäre nämlich 4 Punkte gewesen. Also Linebreaker. Okay, dann 1 CP für mich. Noch immer, nur übrig. Und damit sind wir in deiner Runde 2. Das heißt, ich krieg noch einen. Genau, du kriegst 1 CP, dann bist du bei 2 jetzt wieder. Was hast du denn an Primaries? 1? Zwei. 2. Ich hätte, wenn die überlebt hätten, 10 Punkte. dann hätte ich sogar 15 Primary gehabt. Ja. Ja, und dann sind wir nach der Bewegung wieder da. In der Bewegungsphase Kefka. Genau. Was hast du denn gemacht? Ich habe die Crawler ein bisschen assistiert und nachher auf die wollte ich auf die Charakter schießen, aber der Company Veteran Sag nein. verbietet mir das Ganze. Genau, dann haben wir hier noch deine Kultisten, die sind aus dem Kampf gegangen. Dein Demon Prince hat ein bisschen bessere Pose eingenommen. Genau, damit der Gabriel Seth chargen kann. Und deine Hauler haben sich Die dann sind- wegbewegt, dass genau. sie wahrscheinlich auf den Company Champion schießen. Genau. Gut. Der außerhalb von der 3 Zoll Range ist. Genau. Dann machen wir mal Psi-Phase. Er zaubert auf sich Blades of Crucifixion. Also plus 1 aus unten. Genau. Ja. Die 6 schafft das. Kann ich nichts gegen machen. Dann dann Schussphase. Mhm. Schießen gerade die Blighthaulers auf den Company Veteran. Ja. 4 Schuss Multimelter. Die 2. Ja. Der verwundet. Minus 4. Minus 4. 5er Rettungswurf. 5er Retter, do it! No! Yes! Ping! Scheiße. Okay, 2 Raketen. Okay. Okay, das war's schon. Nutzlose Blighthaulers. Das war gut abgewehrt. Ich habe ihn schon sterben sehen. Okay. Entropie-Kanonen auf ihn, Slugger auf ihn, Ja. Mörser Auf den. auf den einzelnen Jawohl. Company Veteran und hoffen, dass du wirklich Scheiße würfelst. Okay. Entropie. Mhm. 2. Die verwundet. Minus 4, also wieder 5 plus. Komm schon, lebe! Dann hast du 3. Jetzt Ja, okay. Mach mindestens 4 Schaden. mindestens 3. Mindestens 3. Yay! 6. Das ist zu viel. Der Mann hat nur 4 Leben. 6 Stabil Pain. Das ist kein einziger. Das heißt, der Company Champion stirbt. Das ist schade, der wäre jetzt schön gewesen gegen deinen Dämonenprinz. Okay. Echt behindert gewesen, ja. Das Ja, ich habe ihn einfach falsch bewegt, sonst wäre das schön gewesen. Okay, dann dein Mörser. Mörser. Ein Schuss. Du hast noch 2. 5 Schuss, das ist mehr. Oh, dann treffen wir noch so viele. Ganz schnell. Ja. 6 und 6. 2. Rüber. Ja, 4. Die einen sind durch was wiederholbar? Der Playboy. Ah, der Mörser ist auch eine Blackweapon. Minus 2. Zwei. Das heißt, ich bin in Deckung und ich habe ein Schild. Dann bin ich bei einem 1 plus Rüstungswurf. Ja. Also jetzt bei einem 3 plus. Ah.
Hey. Oh, da kommen 2 durch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich will den einen. Ihr macht mir 3 Schaden, ne? Ja. Ich will einen wiederholen. Bin ich bei 0? Komm. Natürlich wird es wieder eine 1. Okay. Nee. Sturz. Ich habe So. noch meinen Philopane und du musst doch gucken, wie viel Schaden. Für 3. 6er Philopane. Das reicht nicht. Das heißt, der ist tot und jetzt kannst du meinen Charakter ansehen. Schade. Ein erfolgreicher Crawler. Jawohl. So. Ich schieße mit dem Crawler alles auf ihn. Okay. Du siehst ihn nämlich an. Ja. 2 Entropie. Halt Death Mask auch im Fernkampf. Nein, die ist nur auf den siehst du ja. Einer wieder. Wieder schon 4. Ja, 2. Ja, minus 4, dann bin ich bei 4 Rettungswurf. 5, safe. Mörser. Den kannst du wieder rollen. Nein, Dann dann wiederholen wir. Minus 2, also 3 plus. Eine 1. 3. Für 3. 3 mal Philopane. Oh! 2. Frechheit. Und das Lager. Und das Lager. Das sind 2, oder? 2, ja. Das sind auch 2. Und das hat. Und das 2 plus. Diese Einsen. Und ein 6er Philopane. Also hat er noch 3 Leben. Okay. Weiter auf den hinteren, auf den Commander. Also auf den Dude in Terminator. Terminator-Rüstung. Und den Gabriel Seth chargen. Jo. Genau. Entropie. Einer wiederholen. Ein Treffer. Warum? Eine Wunde. 4 plus wieder. Safe. Ah! Schön. 5 Schuss. Mhm. Das wird so helfen, Plague Blast Crawler auf die 3. 2 Wunden, oder? Ja. Minus 2. 3 plus. Ja. Eine Doppel 2. Leck. Okay, dann Schaden. Für 3. Wie viel Leben hat er? 3. Eine 6. Ah, jetzt geht's so richtig. Ja! Das ist unglaublich. Ich bin so schlecht in Würfeln, was das angeht. Okay, er ist tot. Okay. Ich glaube, das war's. Ich charge. Ja, tu das. Gabriel Seth. In der 9 sollte das reichen. Okay. Nicht. Ja, innerhalb von 3 Zoll sollte ich trotzdem sein, weil ich genau dran stehe. Jo, also ich kann mich ein bisschen bewegen, aber ich muss nur sehen. Jo, Wieso? Nicht. dass ich nicht intervenieren kann. Okay. Dann schlag dazu. Also 4 plus 1 Schockgesort plus 3 wegen Klauen. Ja. 2 wiederholen. Jo. Stärke 8 wahrscheinlich, oder? Stärke 7, Okay. aber wegen dem Psycho. Plus 1, das ist 1 wiederholbar. Okay. 3 Zusatzattacken. Ja, alle. Auf die 2. Jawohl. 2, 4, 6, 7, oder? 8. 9. 9 sogar, okay. Das ist viel. Jeweils 2 Schaden. Ja. Aua, aua. Möchtest du das einzeln machen? Ja, ich mach das einzeln. Ich muss sogar. Weil ich das will. So, jetzt. Minus wie viel machst du denn? 2. Minus 2. Dementsprechend mein 4 Rettungswurf. Ich mache halt mal in 2er Schritten. Das heißt, einmal kommt durch. Die 2 sind safe. Der ist safe, der kommt durch. Ah, da kommen nochmal 2 durch. Scheiße. Und der kommt durch, okay. Das sind dann 8 Schaden. Ja. Auf die 6 plus Philopane. Wie viel Leben hat er? 6. Ja, und der lebt mit einem Leben. Nein, okay, Nervous Yes! Rot. Halt irgendeines Stretch drin, wo ich irgendwie Nervous Rot
Scheiße. Er lebt mit einem Lebenspunkt. Nein! Unfassbar, Gabriel lebt. Dann darf ich zurückschlagen, würde ich sagen. Oh oh. Du kleiner Ficker, aber. Jetzt ja, wenn Demon Prince richtig wegbumst, deshalb. Oh oh. Okay, Gegenschlag. Er hat 5 Attacken im Profil, du hast ihn gecharged. Ah, Und du kannst er ist- zweimal zuschlagen, oder? Yes, er ist immer noch in der Nahkampfphase. Auf die 2. Scheiß auf Komm, die Einsen. würfel jetzt so richtig kacke heute. Und vermutlich auf die 2. Das sind alle. Stärke wie viel? Stärke ist 8. Das sind Ja. 6 Stück mit 3 Schaden jeweils. Und minus 2. Nein, minus 3, sorry, minus 3. Eine. Okay. Dementsprechend sind das 6, 12, 15 Schaden. 4. Das sind jeweils 3 Schaden. Ja. Du hast das sind eigentlich- 12. Es sind 6 durchgekommen. Ah, sind 6 durch? Ja. Oh, da kann man würfeln und zu wenig würfeln. 4. Genau, dann sind es 4. 12 Schaden. Ah, noch einmal noch was mache. Separating Plate. Das wird es nur noch heute geben. Oh! Ja, das reicht, glaube ich. Ja, dann geht er mit 11, mit 9 Schaden. Ja, Das wäre so. Es wird es. deine Separating Plate. Schau mal, auf die 4 plus. Das sind 2, das ist zu viel. 6er Phenopain. Tot. Ja, und Gabriel stirbt auch. In dem Fall beide verreckt. Okay. Okay, Punkte. Weil ich denke mal, mehr gibt's nicht mehr, oder? Genau, Punkte. Du hast gezielte Tötung, hast mir 1, 2, 3 Charakter gekillt. Das heißt, da kriegst du 9 Punkte für. Ein Wild Stand ist tot. Das heißt, meine nächste Runde, dann bin ich wieder bei 1 CP, in Runde 3. Alter, was ein Gemetzel. Ja, das ist jetzt echt eine Klopperei, ne? Es gibt aktuell nichts zum Ansagen für mich. Also ich habe niemanden, den ich irgendwo hinversetzen kann, weil alles außerhalb von 6 Zoll ist. Das heißt, dementsprechend gibt es dann einfach in Richtung Bewegung. Und wir sind nach der Bewegung zurück. Damit Black Angels Bewegungsphase vorbei. Flash Terror ist mein. Ich habe meine Terminatoren nach vorn gezogen, habe mich hier ein bisschen aufgeteilt. Mein Apothecary ist aus der Mitte rausgeflogen, um noch ein bisschen mehr 6er Pain Range zu geben. Hier sind 5 Marines ausgestiegen und mein Land Raider ist vorgerückt, sonst hat sich nichts bewegt. Primaries, was ich am Anfang gehalten habe, wäre das hier nicht. Ich habe die Mitte gehalten, ich habe das gehalten und das gehalten, das heißt ich bin bei 15 und damit bin ich bei 1 mehr als die Death Guard. Also Primary Objective 15 Punkte. Und dann fangen wir mit Schießen an. Schießen würde ich zuerst mit diesen Boys hier auf deine Stinker, also auf die lustigen kleinen Kultisten. Das sind 4 normale Schuss oder 4 normale Bolter und ein Heavy Bolter. Haben sich bewegt, dementsprechend der Heavy Bolter auf die 4, der Rest auf die 3. Die Bolter auf die 3. Waren nicht so lange gefangen, die haben Bock zu treffen. Und verbunden dich auf die 3. 3 Einsen läuft. Das sind immerhin mal 3 Stück, kein Minus. Und der Heavy Bolter auf die 4 plus. 2 Hits auf die 3. Eine Wunde mit minus 1. Also sind 4 tot, oder? Der letzte Kultist. Ja. Dann habe ich hier die Terminatoren und meinen Apothecary. Die können nicht schießen, wie schon gesagt. Die können. Effektiv sehen 2 Leute den Panzer. Diese 2, 3 sogar. Hier ist nicht nachzählen. Okay, also 3 Leute könnten auf den Panzer schießen. Sonst habe ich nichts, was ich sehe. Dementsprechend schießen 3 Leute auf diesen Panzer. Das sind Terminatoren, das heißt, sie schießen immer mit maximalem Profil für ihre Bolter. Das sind 8 Bolterschuss und 4 Schuss für die Assault-Kanone. Die Bolter auf die 3 plus. Und auf die 6. Das ist nichts. Und die Kanone auf die 4, weil bewegt. Das sind immerhin mal 3. Und auf die 5, weil Stärke 7. Das ist einer mit minus 1. So. Okay, safe. Dann haben wir hier noch den Whirlwind, der schießt. Hallo Freunde. Der Whirlwind schießt auf deine Crawler hier. Okay. 2 wie 6 Schuss.
Das sind 7. Also viel geschossen hat der bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ah, das ist verlangsamt. Er hat den Job Er hat getan. verlangsamt, immerhin. So schwer Gabriel setzt so einen Zug vorher noch so. Das ist verdammt richtig. Und verwundet auf die 5. Das sind immerhin mal 2 Wunden, kein Minus. Oh, Einer für kommt. Pay? Nö, einnehmen. Einer kommt. Immerhin. Auf die, oder? Jawohl. Er hier kann Pistole schießen, bringt mir aber gar nichts. Der lässt das. Dann würde ich sagen, schießt der Land Raider und der Land Raider schießt mit seinem Stormbolter auf diesen einen Dude Hä? und mit dem Rest schießt er auf deine 2 Venom Crawler. Blight Crawler, sorry. Genau. Der Stormbolter. Oh, bitte überlebt er jetzt. Verwundet Oh. mit 2. Wahrscheinlich ist er tot. 6. Nein. Tot. Ja, sogar eine 5 ist Entdeckung, aber das spielt ja keine Rolle. Ah, Genau, dann auf die Crawler, das sind 2 wie 6 Flamer. Wieder nur 6. Flammenwerfer sind nicht so meins. Auf die 5, weil Stärke 6. Eieiei, das sind 3 Stück mit minus 2 und 2 Schaden jeweils. Okay. 2 mal Phenopain. Dieses Ding lebt immer noch. 4, 6, 8, 10, 12. 12 Schuss von seiner Sturmkanone. Auf die Gruppe. Weil angesagt ist angesagt. Was ist denn los mit diesem Land Raider? Guck dir die vielen Einsen an. Wieder auf die 5. Einer mit Oh. minus 1. Okay, Phenopain. Ach, CP. Du hast noch einen CP. Gib den CPU. Okay. 0. Okay. Aber genau, rein gar nicht gut. Phenopain. Die 1 wurde zur 1 bei wiederholen, wie immer. Ja. Oh. Ich habe einen Crawler gekillt! Explodiert er. Nein, gerade so nicht. Er blieb da und macht nichts. Das heißt Charges. Er chargt den Crawler. Bringt mir das was? Ja, im Prinzip schon. Passt er durch. Ja, also Front passt durch, Seiten passen nicht durch. Das reicht mit 3. Die Terminatoren greifen deinen Crawler da drüben an. Machen eine 10, die haben jetzt endlich mal Bock. Was wir vorhin mit 6 nicht geschafft haben, machen sie jetzt mit einer 10. So. So. Dann bin ich hier nicht mehr innerhalb von 6, das heißt, ich stehe jetzt hier hin. Er steht natürlich unten im Erdgeschoss. So. Ja, in dem Fall Nahkämpfe. Du kannst mich nicht mehr unterbrechen, dann fangen wir doch einfach gerade hier an. Der unwichtigste Schlons zuerst. Land Raider, gib ihn dreckig auf die 6. Er hat Bock, der trifft 2-mal, der verwundet auf die 3+. Das sind 2 Stück mit minus 1. Es hätte mich jetzt geärgert, wenn der eine dem Leiter oder dem D gestorben wäre. Oh, das hätte er sogar. Das waren, ja. Also der wäre sogar gestorben. Okay. Genau gestorben. Okay, ein Lebenspunkt, ich habe ihm einen Lebenspunkt überfahren. Woo! Jetzt kommt der lustige Part, die Terminatoren. Das sind 2 Attacken pro Termin und einer ist natürlich der Sergeant mit Hammer. Die haben angegriffen und wir sind in der letzten Doktrin. Dementsprechend gibt es jetzt auch die Treffer. Die treffen aber nur auf die Kippus. Da Gabriel tot ist, kann ich das nicht mehr. Okay, es treffen trotzdem sehr viele. Viel zu viele, was ist das jetzt? Was ist das wieder für ein Hit gewesen? Verwundlich normal auf die 4. Ich bin immer Blood Angel, also auf die 3. Und da ist dann die 2. Das sind 2, 4, 6 Stück mit minus 3 und einer mit minus 4. Eingesafe. Da er kann 4 Retter. Wieso? Wenn sie lauft, dann lauft sie nicht. Nee. Und der eine mit minus 4? Kann aber noch wiederholen. Okay, den hast du gesehen. Das heißt, es sind 15 Schaden. 15 Schaden. Es sind 18 Schaden. Das sind 6 Stück. Das sind 5 Stück. 6. Ah nee, du hast 2 gesaved, sorry, ja. 15. Alles gut, vergiss es. Ich sollte meine Würfel auch wegnehmen. Gut, 15. Das war's, glaube ich. Er hat 12 Leben, oder? Das war's. Ah! Ja.
auf den Punkt. Und es wäre noch der andere gekommen mit seiner Energiekralle. Okay, auf die 5, der passt. Wie viel Schaden macht der? W6 oder W3. W3, okay. In 7 Zoll. Die Explosion nichts, die macht 6. Die macht 6, dann kriegt's nur deinen Typ ab und meine Thermis. Okay. Du für meine Thermis, ich für deinen Typ. Okay. Thermis bekommen 3. Okay. Und dein Typ kriegt 2. die Thermis, 6er Phenopain, weil Apothecary innerhalb von 6 Zoll. Dann stirbt keiner. Das heißt, einer hat noch ein Leben. Ich gebe meinen CP aus, den ich habe, weil ich Flash Terrors bin. Und darf mich jetzt 6 Zoll neu konsolidieren. Also ich hätte vorhin schon rücken können, aber dann wäre ich nicht mehr in meiner Phenopain-Reichweite gewesen. Das heißt, ich gehe jetzt 6 Zoll zum nächsten Feind. Und da hätten wir ihnen 5 und ihnen 4,5. Das heißt, ich gehe 6 Zoll. Das heißt, der ist gebunden. Könnte den... Habe ich da Bock drauf. Was kann der Marker? Könnte eine Axt, nicht viel. Machen wir es noch so. So und so. Dass wir hier eine Bindung erzielen. Genau. Damit war es das. Mit meinem Zug. Punkte. Ich habe keinen Moralwert versaut und ich habe der Fahrzeuge zerstört, das heißt 3. Ja, wir können der Bewegung dann einfach gerade durchführen, schätze ich. Kriegen, damit ich überhaupt noch scoren kann. Du kriegst wieder 1 CP natürlich. 3 ist wieder 1. Ja, das gebe ich gerade wieder aus. Dass du aus dem Kampf kannst? Ja. Ist der Chaos Lord in Reichweite? Ja. Da steht so ein Ding. Schauen wir mal. So. Und er noch in Reichweite ist. 7 und 6. Gut. Viel geht's nicht mehr. Psi ist weg. Ding ist weg. Er bleibt im Kampf schließlich. Ja, zurückziehen. Ja. Dann kann er noch schießen, dann fangen wir gerade an. Ja, Er schießt in ihn rein, den Melzer. In die Fresse. Nö. Okay. Raketenwerfer. Nö. Das Ding ist richtig demotiviert. Er hat auch keine Lust mehr, am liebsten wird es wegfahren. Und Sein Rotzeflamer, ah nee, der ist Blaster. der ist Blaster. Okay, jetzt kommen wir da zu dem Panzer. Da will ich nochmal das Pünktchen bekommen. Ich ihn schießen. Ich schieße mit dem Mörser hier hoch, weil mindestens 12 Zoll kann ich nicht schießen. Mit dem Mörser hier hoch. Kannst du nicht. So. Ich dachte, wieder irgendein Kopf innerhalb von 3 Zoll zu den Thermis und... es steht unten im Genau, Gebäude. steht unten. Aha. Muss der Mörser, bei dem passt auch. Dann muss der Mörser... Irgendwie. Schadet nicht. Okay, Mörser feuert. Schuss. Der Schuss habe ich jetzt immer großartig. Ja, wirklich gut. Ey, die kann ich mir wiederholen. Widerstand? 5 oder 2? 4. 5 oder 2? 4. Wie viel waren es? 3. 3. Minus 2. Minus 2. Dementsprechend jetzt bei 4 plus. Au. Kommen 2 durch. 2, 3. Jawohl. Das Geschenk im Film Pain oder Es weiß? kriegt Phenopain 6 plus. Der erste, eine, Nein. zweite, Sollte 3. Das heißt, machen wir gerade den ersten. Der kommt. Das heißt, einer von den Thermis kriegt Damage. Nehmen wir gerade den Knochenwirbel hier. So, diesmal mache ich es beim richtigen. Und dann machen es 3. 6 plus. Dann stirbt der erste Terminator. Oh, die Entropie müssen eigentlich in die Terminator. Machen noch. Genau, da stirbt ein Terminator. Den Entropie. Jo. Den darf ich jetzt nicht wiederholen. Nee. Ja, das war's halt mit dem Wiederholen. Slugger. Slugger wahrscheinlich auch in die Thermis. Jo, das ist richtig. Einer wiederholen. Das sind 2 Runden. Warum? Minus 1, gell? Das ist 1. 2 plus. Es wäre. Nüt, passiert nichts. Minus 1 wäre 3 plus. Ich muss Ja. auf ihn nehmen, aber es passiert nichts. Passiert nichts. Ja. Da kann ich den Mörser draufschießen, will ich jetzt Innerhalb von 12 bist. innerhalb von 12. Jo.
Versa. 2 Schuss, finde ich okay. Okay. Okay, den halt nicht. Mehr Entropie. Entropie trifft beides. Keine Eins. Okay, das reicht. Der hintere, minus 4 gibt's, gell? Also 5 plus. Safe, okay. Und der zweite, 5 plus. Okay, wie viel Schaden kriegt er? Einen. Ja, nicht mehr mindestens 3. Okay. Ist er tot? Nee. Ah doch, der hat 2 Leben verloren, der ist tot. Natürlich. Ja, okay, jetzt kann man Unterschied machen. Okay, das war meine super Phase. Ja. Kriegt nichts. 0 Punkte. Es ist vorbei. Da schlagen. Da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich darf zuerst, das heißt auf die 6. Ich überfahre dich wieder einmal. Und ich mache keinen Schaden. Okay. Das bin ich wieder 3 Attacken. Das ist richtig. Einer. Den ich wieder nicht safe. Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay, dann ist da hinten fertig. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich keine Charges ansagen wollen. Dann werden wir bei Das dir. war's. Das ist Game. Das Ja, ich kann jetzt eben einfach brav weiter abräumen. Also ich würde jetzt mit den Terminatoren einfach, du hast keine Punkte mehr, kann ich. Ja, ab diesem Moment haben wir einfach ein schnelles Würfelspiel daraus gemacht, durchgesprochen, wie wir uns bewegen würden und kurz Würfel dazu geworfen. Kam dann zu dem Ergebnis, dass die Flash Terrors insgesamt auf 14, 12 und 8 Punkte kommen würden, weil ich mit den Oaths of Moment einmal 3 Punkte kriege für die Terminatoren, die in die Mitte laufen und 2 Punkte für den Chaos Lord, der oben im Gebäude steht. Ich würde für den Direct Assault mit den Terminatoren natürlich 3 Punkte kriegen und für den Linebreaker dementsprechend nachher 4 Punkte, weil ich 2 Einheiten in seiner Aufstellungszone habe, gegen die er nichts mehr machen kann und die ganze Zeit über seine Crawler binde. Die Runde darauf würde ich nur noch 2 Punkte kriegen, weil ich keinen von den Crawlern umlegen kann und auch beim Hauler versage ich. Dementsprechend nur 2 Punkte für die Terminatoren in der Mitte. Der Direct Assault gibt da auch nochmal 3 Punkte und der Linebreaker gibt noch einmal 4 Punkte, weil alles im Nahkampf gebunden ist. Wir haben das Ganze natürlich auch für die Death Guard gemacht. Die Death Guard bleibt bei 29 Punkten, das schlüsselt sich auf in 10 Punkte für das Primary und 9 Punkten für Assassinate sowie 10 Punkte für While We Stand, We Fight. Domination war in diesem Spiel einfach nicht drin. Genau. Das Ganze führt dann zu einem finalen Score von 79 plus 10 für die Flash Terrors und 29 plus 10 für die Death Guard. Dementsprechend ein Sieg für die Flash Terrors, die in ihrer Reinform gespielt wurden. Es sind natürlich noch etliche weitere Battle Reports über das ganze Jahr geplant. Dementsprechend bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit könnt ihr ja beim Hobbyshop meines Vertrauens vorbeischauen. Das wäre hier Big Panda V. Ich habe einen Link unten in der Beschreibung.